Das ist mein neues kleines Projekt, ein der Latitude E6420 aus dem Jahr 2012. Und hier haben wir einen Displayschaden. Das Display ist leider völlig zerbrochen, sodass man nicht mehr damit arbeiten kann. Ob man den Laptop überhaupt noch retten kann oder gebrauchen kann, prüfe ich, indem ich ihn an den Fernseher anschließe und anschalte. Und da sieht man, wenn man ihn über HDMI anschließt, das Gerät funktioniert einwandfrei, man kann sich einloggen, man kann in das System rein. Der Computer selbst ist also nicht defekt, es ist wirklich nur das Display, das beschädigt ist. Ich mache einen kurzen Streaming-Test, um zu sehen, wie performant das System ist, und obwohl es so ein alter Laptop ist, ist er damals wirklich ein Hochleistungs-Laptop gewesen und heute immer noch gut brauchbar. Und das sieht man daran, dass das Stream zum Beispiel sehr gut funktioniert und sehr schnell läuft. Da gibt es echt keine Probleme, auch hochauflösend. Das klappt wirklich gut. Also ein Laptop, bei dem es sich lohnt, ihn zu retten und vielleicht noch brauchbar zu machen für die Gegenwart. Es gibt im Grunde 3 Möglichkeiten, was man nun mit diesem Laptop macht. Klar, für Kreative gibt es noch mehr. Die 3 Möglichkeiten, die mir einfallen, sind: entweder ich montiere den Displaydeckel ab und benutze den Laptop einfach nur als eine Art Mini-Desktop und Tastatur in einem, oder aber ich baue das Innenleben des Laptops aus und mache ihn nutzbar, indem ich ein neues Gehäuse dafür mache. Das ist eine kreative, schöne Aufgabe. Viele machen das ja auch und stellen ihre Videos da bei YouTube rein. Oder die letzte Möglichkeit ist, ich repariere das Display und mache ihn so wieder nutzbar. Zuerst entferne ich das Akku, damit eben kein Strom mehr da ist und nichts passieren kann. Danach werde ich das Bezel, die Umrandung des Displays entfernen. Das ist bei diesem Modell ganz einfach. Man muss einfach nur reingreifen und das herausziehen. Ein bisschen mit Gefühl, aber ansonsten war es das schon. Dann sind da 6 Schrauben zu lösen, oben 2, unten jeweils 2 auf beiden Seiten. Und schon hat man das Display entfernt. Man muss dann nur noch hinten die Verkabelung loslösen. Die ist bei einigen Modellen gut verklebt, bei anderen etwas lockerer. Hier sind 2 mal Tesastreifen. Einfach entfernen, vorsichtig mit den Pins, dass die nicht verbiegen oder zerbrechen, und schon kann man es rausnehmen. An der Seite sind noch Brackets, die jeweils mit 2 Schrauben festgehalten werden. Die muss man noch entfernen, um die Halterung vom Display für das Gehäuse auch zu entfernen. Hier habe ich eine SSD neu gekauft, die ich einbauen möchte später, aber auch das Display. Das Display nun, das ist mein erster Versuch gewesen, über eine eBay-Kleinanzeigen-Suche zu einem Display zu kommen. Da hat sich jemand gemeldet, der ein 14 Zoll Display für mich hatte, mit 40 Pin-Anschluss passend zu dem Gerät. Wir haben uns auf 25 € geeinigt, er hat es mir geschickt und jetzt packe ich es aus. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, ich sehe jetzt aber schon, das Display ist glänzend und nicht matt. Von den Angaben, die draufstehen, müsste es eigentlich passen. 14 Zoll, 40 Pin, sollte klappen. Wenn man sie übereinander legt, sieht man auch, dass es genau passt. Ich baue schnell wieder ein, alles im Schnelldurchlauf rückwärts. Kommt auch schon der Test. Ich schalte das Gerät ein. Ich mache auch gleich einen Streaming-Test und sehe hier das Problem, warum es so günstig war. Die Auflösung des Monitors, über die wir nicht gesprochen haben bei eBay, ist niedrig. Maximal 720p. Also ein nicht ganz gleichwertiger Tausch, aber immerhin hat man den defekten Laptop nun wieder brauchbar gemacht. Und
Wenn ich schon dabei bin, fange ich natürlich gleich an und mache das System noch ein bisschen flotter. Dazu baue ich RAM ein, 4 GB extra RAM, sodass es insgesamt 8 GB sind, und tausche die Festplatte aus. Die alte HDD wird durch eine SSD ausgetauscht. Und mit diesen beiden Verbesserungen sollte dieses System, obwohl es eigentlich schon gut ist, noch um einiges besser werden. Natürlich habe ich auch noch nebenbei alles gereinigt und entstaubt, das habe ich aber jetzt nicht mehr aufgenommen. Übrig bleiben eine Festplatte, ein Display. Das Display ist defekt, die Festplatte kann man wieder woanders einbauen. Wo muss ich noch schauen? Zuletzt wird das System neu installiert mit Windows 10 64-Bit, einem Betriebssystem, das für die meisten Anwender heutzutage ja durchaus attraktiv ist und auch zu dem System eigentlich sehr gut passt. Das Ganze im Schnelldurchlauf, hat auch nicht lange gedauert. Mit der SSD geht natürlich alles viel schneller und mit dem extra RAM wird natürlich auch das alles etwas beschleunigt. Im ersten Test mit Performance Test 9.0 hat das System 1211 Punkte bekommen. Das war noch, als nur 4 GB RAM eingebaut waren. Im zweiten Test, als ich die RAM-Bausteine erweitert habe, hat das System bereits 1371 Punkte bekommen, also schon einen deutlichen Performance-Zuwachs erhalten. Und zuletzt mit der SSD hat das System eine Gesamtbewertung von 1757 Punkten. Also hat sich das Aufrüsten sehr gelohnt. Vom Performance-Test her würde man sagen, das ist ein deutlicher Zugewinn. Natürlich hat die Reparatur des Displays nichts zur Performance beigetragen, aber dadurch ist der Laptop jetzt wieder autonom nutzbar und alles läuft wieder wie früher oder sogar noch besser.